Hallo und buongiorno, ich bin in Villa San Giovanni und wir gucken uns jetzt an, wie Züge auf Schiffe fahren. Viel Spaß! Der nächste Zug, der hier über die Straße von Messina fährt, ist der Intercity Notte, der aus Mailand kommt und nach Palermo fährt. Und Palermo, das ist halt da hinten. Und da ist Wasser. Und das ist ein Problem, weil da hinten noch keine Brücke gebaut worden ist. Und solange die noch nicht gebaut ist, muss der Zug auf das Schiff fahren und rüberfahren. Es braucht relativ lange, weil die Züge auseinandergebaut werden müssen. Aber wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe gerade schon ein bisschen geguckt, wo kann man das am besten sehen. Hier am Gleis 5 wahrscheinlich. Aber jetzt warten wir erstmal ab, bis der Zug hier tatsächlich ankommt. Der kommt nämlich gegen 11:30 Uhr an. Das ist in ungefähr einer Stunde. So lang checken wir nochmal aus, wo die besten Orte sind, um das zu filmen. Aber hier, da kommt der Nachtzug an und dann fährt der da drauf. Also ich glaube hier ganz am Anfang vom Gleis 5, wenn ich hier stehe, kann ich am allerbesten sehen. Hier passiert es dann gleich und dann werden die Züge auf das Schiff drauf rangiert und dann fährt das Schiff rüber und auf der anderen Seite wird es wieder runter rangiert. Ich möchte nachher auch noch mit einem mitfahren, der das macht, aber erstmal möchte ich euch zeigen mit einem anderen Zug, wie das tatsächlich funktioniert. Übrigens, es ist der 1. März, ne? Ich wollte nur sagen, es ist der 1. März und ich stehe hier im T-Shirt. Für uns sind heute 2 Züge interessant, nämlich hier einmal der nach Roma Termini und der nach Palermo Centrale. Das ist 2 unterschiedliche Richtungen, nämlich der nach Roma Termini kommt vom Schiff an, das gucken wir uns an, und der nach Palermo fährt aufs Schiff drauf, das gucken wir uns auch an. Und ich glaube, da hinter mir, da kommt auch schon das Schiff mit dem Zug nach Rom. Die Fähre Igina, die hier ankommt, ist übrigens die modernste Bahnfähre des italienischen Infrastrukturbetreibers RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Sie wird seit 2022 eingesetzt. Gucken wir uns mal von hier aus an, wie das ausgeladen wird, aber ob ich hier wirklich den besten Ort habe, aber ich darf da unten halt überall nicht hin. Ich kann ja mal gucken nochmal, ich gehe jetzt mal kurz nach da unten gucken, ob ich da nicht vielleicht gleich besser sehe, wie da hier hin und her gefahren wird. 35 Minuten Zeit, um den Zug rauszuholen und zusammenzustellen, bis er hier abfahren soll. Das heißt, da ist gut Zeit dran. Okay, also das fand ich jetzt tatsächlich super spannend. Der Zug, der ist aus eigener Kraft rausgefahren, aber es scheint mir eine Elektrolok zu sein. Und da ist jetzt die Frage, hat die eine Batterie drin, um das hin und her zu fahren? Ich weiß es nicht. Ich versuche entweder hier jemanden zu fragen, aber VoiceOver Konstantin erklärt euch jetzt, wenn er was rausgefunden hat, wie es wirklich ist. Und der hat herausgefunden, dass einige dieser E464-Lokomotiven von Trenitalia seit 2022 mit Batterien ausgerüstet wurden, um genau das zu machen, was man hier sieht, nämlich selbstständig vom Schiff zu fahren. Laut diesem Artikel von ferrovie.it macht das die Überfahrt doppelt so schnell, reduziert von über 2 Stunden auf insgesamt 1 Stunde. Und jetzt geht es wieder zurück, wahrscheinlich um weitere Wagen zu holen. Aber warum da der Wagen mit Führerstand schon dran ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau. Also es scheint mir, als ob das hier ein Betriebskonzept wie ein ICE 2 ist, nur viel kürzer. Aber ehrlich gesagt ergibt das total Sinn, weil die Züge ja auf der anderen Seite hin und her von 2 unterschiedlichen Orten kommen und dann zusammengeschlossen werden. Die werden also in Messina zusammen oder dann da zusammen aufs Schiff geschoben wahrscheinlich. Und dann können sie damit fahren. Jetzt gucken wir mal, ob wir es von da vorne, vom Gleis 1 noch besser sehen. So, jetzt fährt er da hinten raus, fährt wieder zurück und fährt dann hier rein in den Bahnhof. Und gerade haben sie angesagt, dass der Intercity Notte nach Palermo jetzt auch hier ankommt. Und da bin ich gespannt, was das für ein Betriebskonzept ist, weil ob die auch solche geschobenen Führerstandswagen haben. Ich weiß gar nicht.
Ihr schreibt in die Kommentare, wie das wirklich heißt. Mir ist es entfallen. Ich weiß sowas eigentlich. Schreibt es rein, damit ich es wieder lerne. Aber ich freue mich hier gerade, das mal einfach zu sehen. Man guckt das immer, man sieht das immer, man weiß, dass das hier stattfindet, dass es so was Besonderes ist. Aber das ist ja wirklich was richtig Besonderes und super lang wird es das nicht mehr geben, weil die wollen ja eine Brücke bauen, bis die fertig ist. Also ein paar Jährchen geht's noch, ja? Aber wenn die Brücke fertig ist, dann gibt es das hier nicht mehr. Also was ich jetzt hier ziemlich auffällig finde, dass die jetzt sogar hier in den Bahnhof noch mit Batterie reinfahren. Das wundert mich ziemlich. Jetzt gucken wir mal gerade gleich, ob dieser andere, der Richtung Palermo, der jetzt hier abbügelt. Aber der hat auch vorne und hinten einen dran. Ah, das ist ja. Der wird dann nur getrennt und dann wird der hinten drauf gefahren, nämlich mit eigener Kraft. Das wird sein. Aber der fährt das in der Viertelstunde los. Ihr seht da und da hinten ist eine Lok. Aber die Frage ist, fahren die jetzt da runter noch aufgebügelt oder nicht? Okay, jetzt wird es noch lustiger. Es wird hier noch irgendwie so ein Güterzug rangehängt mit einer Diesellok. So, der fährt jetzt auch ab und fährt dann aufs Schiff. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Oder was die jetzt hier mit dem Extrazeugs noch machen. Also hier, die Trenitalia-Leute heute die allerbesten. Checken, jetzt der eine hat mir jetzt schon von sich aus erklärt, was hier gerade passiert. Also, diese 3 Extrawagen, die müssen nicht rüber. Die sind deswegen dran, weil wenn man auf Schiff drauf tut, braucht es die Diesellok. Warum sind die Extrawagen dran? Ja, die Diesellok auf dem Schiff, der würde den Feueralarm auf dem Schiff auslösen, der Diesel. Und das ist der Grund, warum die 3 Wagen und dann die Diesellok dran haben, damit die immer draußen stehen bleibt, wenn das reingefahren wird. Wir lernen heute Dinge gemeinsam. Und damit ist die Diesellok nie in das Schiff reingefahren. Und jetzt geht das Schiff in Richtung Sizilien. Boah, ich finde es mega spannend hier zu sehen, wie die das machen. Das gibt es wirklich nicht mehr viel in Europa. Gibt es das noch da und dann gibt es das, glaube ich, noch ein zweites Mal über der Ostsee. Die Vogelfluglinie wird ja nicht mehr gemacht, leider. Ja, das ist da, wo ich auch schon mal drüber gefahren bin. Das ist übrigens einer der Fußgängerfähren, mit dem man dann auch rüberfahren kann, wenn man nicht in einem Zug fahren will. Naja, hier anzukommen und dann mit dem nächsten Schiff zu fahren, ist die schnellere Variante und das Schiff kostet 3 Euro. Wollte nur sagen, dass, aber natürlich werde ich für sehr viel mehr Geld gleich mit dem Zug hier rüberfahren. Aber das habt ihr euch wahrscheinlich auch nicht anders gedacht, dass das so ist. Ich bin zurück am Bahnhof. Der Zug nach Palermo hat leider 35 Minuten Verspätung. Das gibt mir vielleicht möglicherweise später noch ein kleines Problem, aber naja, mal sehen. Aber das Schiff, das fährt gerade ein, mit dem ich fahren will. Und ich bin total gespannt. Und jetzt geht schon wieder vorne auf. Ich habe gerade eine Hiobsbotschaft bekommen. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefällt. Der Zug hier, der nach Palermo, hat jetzt so viel Verspätung. Es gibt irgendeine Störung auf der Strecke und die wissen nicht, wie lang das ist. Das heißt, wann der hier ankommt, wissen wir nicht. Und jetzt nur als Info für euch. Ich habe um halt 19 Uhr heute einen Flug. Und diesen Flug, den muss ich halt kriegen, sonst klappt es nicht. Und wenn ich jetzt auf diesen Zug warte, der irgendwann kommt, dann klappt es nicht mehr. Und deswegen muss ich jetzt mit einem normalen Schiff rüberfahren. Zeige ich euch jetzt gleich auch noch. Wir haben ja geguckt, wie es hier so läuft. Aber vom Schiff selber
weil, keine Ahnung. Mann. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie enttäuschend das ist. Für mich jetzt gerade, ich wäre so gern mit dem Zug gefahren. Das Schiff fährt jetzt auch weg. Guck mal, da. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie enttäuschend das jetzt gerade für mich ist. Warum muss es denn genau jetzt, wo es nicht passieren sollte, da das Schiff jetzt wegfährt und ablegt, glaube ich, dass sie den hier enden lassen. Ja. Das heißt, es wäre sowieso gar nichts mehr gegangen. Das ist für mich der Beweis, das ist jetzt sowieso durch. In ungefähr 20 Minuten fährt hier das normale Schiff ab, so ein schnelles Schiff, das rüber nach Messina fährt. Und dort muss ich dann einen Bus nehmen, um dann zum Flughafen in Catania zu kommen, wo mein Flug geht heute um 19:10 Uhr, zurück nach Hause. Wäre ich lieber mit dem Zug zurückgefahren? Ja, natürlich. Muss ich morgen arbeiten? Ja, natürlich. Und deswegen muss ich fliegen. Weil wir wissen ja, wie lange das hierher braucht. Nämlich 24 Stunden. Und die habe ich nicht. Und jetzt fliege ich 2,5. Aber ich wäre so gerne mit dem Zug hier übers Meer gefahren. Dann geht's jetzt auf das Schiff. Die Bilder werden jetzt sicher auch total schön sein. Aber es ist leider nicht das Schiff, wo der Zug drauf fährt. Also jetzt hier auf dem Blue Jet drauf. Jetzt geht's rüber über die Straße von Messina. Das ist hier natürlich auch eine angenehme Überfahrt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das hier nicht auch ganz cool ist. Die Sitze sind hier angenehm und so. Ist überhaupt gar kein Problem. Aber es ist halt kein Zug, ne? Und das ist das, wofür ich eigentlich hier dieses Video angefangen habe. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht und überlasst die Enttäuschung einfach mir. Das sind Dinge, die manchmal passieren. Kann die Planung noch so gut sein, aber so ist es dann halt einfach. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie ich den Intercity Notte aufs Schiff sozusagen gefilmt habe. Ich habe echt gefragt, ob ich mit dem fahren darf. Ob ich nicht einfach in den einsteigen kann. Aber nee, Villa San Giovanni für den Intercity Notte nur aussteigen. Verstehe ich auch die Regeln, dass wir da nichts machen können und so, aber ich hätte euch das filmen können, wenn ich in den hätte einsteigen können und einfach mitfahren können für eine Station. Mal ein Ticket gekauft, wäre kein Problem gewesen, ging aber nicht. Und das wäre der erste heute wäre gewesen, den ich jetzt nehmen wollte. Ich habe keinen früheren. Dieses Schiff ist sowieso, wenn man nur hierher will, grundsätzlich die bessere Variante. Also das ist halt schneller und man muss nicht warten, bis der Zug rein und raus fährt. Aber natürlich, für Leute, die Züge mögen, nicht die bessere Variante. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der jetzt traurig drüber ist, dass er mit dem schnelleren Schiff fahren konnte für 2,50 €, was es übrigens kostet, hier drüber zu fahren mit dem Schiff. Das ist also für alle Leute, die nicht unbedingt mit dem Zug aufs Schiff wollen, kann ich nur empfehlen, das hier zu machen, was ich jetzt gerade tue. Willkommen in Sizilien. So, das hier ist Messina Centrale, der Bahnhof, wo ich gerne mit dem Zug angekommen wäre. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe euch hier unten ein Video verlinkt, wo ihr mitfahren könnt über die Fähre drüber und es euch im Video anschauen könnt. Nicht mit mir, aber mit jemand anderem. Und dann könnt ihr das sehen. Deswegen könnt ihr das hier unten schauen. Gerne.
Hier sind noch andere Videos von mir. Und wenn ihr abonniert, Like da lasst, dann würde mich das sehr freuen. Ich sage Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.